Hallo meine Lieben, heute habe ich für dieses Jahr das letzte Video und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr eine Deko für den Neujahrskuchen machen könnt. Die könnt ihr natürlich auch durchs Jahr durchverwenden und dann auch noch eine kleine Variante, wie ihr das für Cupcakes machen könnt. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Bevor wir mit dem Projekt starten, wollte ich euch kurz ein bisschen was dazu sagen, wie ich auf die Idee gekommen bin mit den Cake-Toppern. Das war ganz einfach so, bevor ich mit dem Basteln angefangen habe, habe ich Kuchen gemacht. Und ich spreche hier nicht von ein bisschen Backen, sondern ich habe Stunden damit verbracht, dann nach dem Backen das Ganze auch noch zu verzieren. Ne? Da waren Weihnachtscakes dabei, da waren Torten für mein Patenkind dabei, alles mögliche Geburtstagscakes und das längste, was ich tatsächlich gemacht habe, war diese Hochzeitsjubiläumstorte. Da habe ich sage und schreibe 20 Stunden insgesamt in der Küche verbracht, nur um die Torte zu machen und vor allem diese Rosen selber zu machen. Das war eine Riesenarbeit. Es war extrem schön, dass die Leute das schön fanden und dass sie auch die Torten lecker fanden, aber man investiert halt einfach 20 Stunden in so eine Deko und die ist dann innerhalb von wenigen Minuten weg. Und deshalb habe ich mir so was ausgedacht, wie ich Torten schneller und effektiver dekorieren kann. Ich habe dann was gemacht, wo ich angefangen habe mit der Schablonierfolie, die ich euch auch schon gezeigt habe, die ich auch sonst fürs Basteln brauche, quasi eine Schablone zu machen, um dann mit einer Brush-Pistole das auf eine Torte aufzubringen mit Lebensmittelfarbe. Das war auch schon eine wesentlich schnellere Variante und die Schablonen kann man natürlich dann auch immer wieder verwenden. Das heißt, das hat ziemlich gut funktioniert, das war eine Variante und die andere ist halt einfach das, was ich euch heute zeigen will, nämlich wie ihr ganz einfach Cake-Topper machen könnt, die ihr dann in die Torte reinsteckt. Und damit starten wir jetzt auch gleich mit dem Design im Design Space. Respektive, bevor ich in den Design Space reingehe, will ich euch noch kurz zeigen, mit was ich arbeite. Wir werden einen großen machen. Da habe ich einen 200 Gramm weißen Cardstock. Den verwende ich einfach, um das an ein Papiertrinkhalm anzubringen. Ihr könnt, wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch so zum Beispiel Holzsticks verwenden, was auch immer ihr gerne habt. Ich werde den hier verwenden und dann verwende ich hier von diesem Cricut Papier Glitzer Cardstock Classic Sampler verwende ich Schwarz, Gold und Weiß. Und für das zweite, für die kleinen, die man zum Beispiel in Cupcakes reinmachen kann, habe ich hier so ein Plastik-Sheet und dann werde ich eine Gold-Vinylfolie verwenden und eine matte schwarze Vinylfolie verwenden. Das sind die Materialien, mit denen ich arbeiten werde. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das hier wird für den Kleinen sein, das wird für den Großen sein. Das schieben wir kurz ein bisschen beiseite. Wir starten hier mal mit dem Kleinen. Und da kümmere ich im Moment noch gar nicht um die Größe und ihr designt einfach was euch gefällt. Ich habe da so ein bisschen Sachen zusammengestellt und das ist alles auf einer Ebene. Und da mache ich jetzt einen Offset drauf. Und das, was vorgegeben ist, passt für mich eigentlich, nehme ich. Und jetzt hat es aber hier so Bereiche drin, die ausgeschnitten werden. Und das will ich so eigentlich gar nicht, sondern ich will eine Fläche. Und deshalb, solange es noch markiert ist, gehe ich hier auf Kontur und deaktiviere quasi diese kleinen Schnipsel. Und dann sind die weg. Und das Cheers, also alles, was drauf kommt, das werde ich mit schwarzer Folie machen. Das hier wird die Goldfolie sein. Nehmen wir mal
so ein Orange, um das zu zeigen. Und jetzt geht es noch darum, um die durchsichtige Folie. Deshalb mache ich hier nochmal ein Offset. Auch wieder mit den, da gehe ich ein bisschen kleiner, machen wir 0,4 und sage anwenden. Das wird dann durchsichtig sein. Geben wir die in so ein bisschen eine graue Farbe. Und jetzt will ich das ja irgendwo draufstecken können, ne? Und deshalb gebe ich hier noch eine Form dazu. Und zwar einfach hier dieses Element. Und mache das quasi unten dran. Versuche kurz die beiden so ein bisschen auszumitten. Passt tatsächlich schon. Dann gehe ich noch ein bisschen rauf. Einfach so, dass das hier schön abschließt mit dem oberen Element. Und jetzt gebe ich das kurz hier hinter das Graue. Und die beiden markiere ich und verschweiße die. Dann gebe ich die wieder dahinter. Und jetzt seht ihr, wie das Ganze aussehen wird. Ne? Das wird das, was ihr zum Beispiel eben in kleine Cupcakes oder so dann draufstecken könnt. Das ist ein Element. Und da müssen wir natürlich die Größe noch angucken. Ne? Im Moment ist das 14 cm in der Breite, was massiv zu breit ist und zu hoch ist mit 21 cm. Ich werde es gar nicht so groß haben, sondern machen wir da 7 cm. Ja, nehmen wir 7 cm. 7 cm in der Breite. Das Schlösschen sollte zu sein, damit es im selben Verhältnis geändert wird. Gebe ich eine 7 ein und dann haben wir den. Und ganz vergessen, davon mache ich ein paar, nämlich 4 Stück. Und die müssen dann auch gar nicht zusammenhängen, weil ich schneide alles einzeln aus und werde das dann wieder aufeinander draufkleben. Also von dem her passt es so, wie die sind. Das ist das eine. Das andere ist das hier. Das habe ich in 2 Teilen belassen, weil eines wird eine Farbe haben, nämlich Frohes Jahr, und Neues und 2022 wird eine andere Farbe haben. Hier will ich jetzt aber auch natürlich die Outline haben oder ein Offset. Das nehmen wir mal so. Jetzt verändere ich die Konturkarten noch nicht, sondern ich behalte das mal so. Jetzt gucke ich kurz, was ich machen will. Ich werde das Offset hier, das wird bei mir schwarz sein. Dann Frohes Neues wird Gold sein. Jetzt muss ich ein anderes Gelb nehmen, weil ich werde nachher alles zusammenschneiden und einfach das hier wird eine Vinylfolie sein und das hier wird der Glitzerkarton sein und das ist einfach etwas anderes nehmen zum Schneiden. Deshalb muss ich hier das Schwarz, darf eigentlich auch nicht schwarz sein, ne? Sonst schneidet es hier dasselbe wie die Vinylfolie. Deshalb nehmen wir da ein weniger schwarz. So, einfach, dass es unterschiedlich ist. Das seht ihr zwar nicht, aber es sind 2 unterschiedliche Schwarz. Und das hier, was jetzt grau ist, das wird weiß sein. So, dann will ich nochmal ein Offset haben. Das wird dasselbe Gold sein. Und dann will ich nochmal ein Offset haben. Und das wird dann das Weiß wieder sein. Jetzt gucke ich mir das Bild so ein bisschen an und merke dieses schwarze Offset, was ich habe. Da will ich eigentlich gar nicht, dass man die Kontur sieht. Das heißt, ich fange hier schon mal beim Gelb an. Oder ich kann auch beim Weiß. Weiß sollte eigentlich
keine Zwischenteile mehr haben, das passt. Gold hat noch einzelne, die nehme ich raus. Gehe auf Kontur und deaktiviere hier diese Teile. Blende ich das Schwarz wieder ein. Und auch bei dem gehe ich auf Kontur und nehme auch hier diese Zwischenteile raus. Wäre einfach gegangen, wenn ich am Anfang alle Konturen verbergen gesagt hätte. Aber jetzt haben wir schon fast. So, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Irgendwie hat es einen Drall auf diese Seite, weil ich hier Bereiche habe, die nicht abgedeckt sind. Die fülle ich jetzt ganz einfach. Na, das könnt ihr, wenn das Offset nicht das Ergebnis bringt, was ihr gerne haben möchtet, dann könnt ihr immer noch manuell so ein bisschen was machen. Ne? Ich versuche hier einfach diesen Bereich so ein bisschen abzudecken. Das dupliziere ich auch gleich noch, um hier unten den Bereich abzudecken. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. So, jetzt markiere ich dieses Schwarz und die beiden Kreise und sage verbinden. Mache das wieder auf das zweite Schwarz, was ich hatte. Das war nicht das Nuller, sondern haben wir hier kurz ein 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jetzt muss ich das noch vom Anordnen her nach hinten verschieben. So, jetzt haben wir wieder die richtige Reihenfolge. So passt das für mich schon besser. Ich habe zwar immer noch das Gefühl, hier ist es noch nicht so ganz ausgeglichen, aber wir lassen es jetzt mal so. Hier brauche ich kein solches Element, weil das kommt ja dann auf das Röhrchen drauf. Und jetzt kann ich eigentlich auch schon hingehen. Ne, Größe. Größe brauchen wir noch, ne? Kommt jetzt natürlich immer drauf an, wie groß die Torte ist. Ich mache das bei mir jetzt mal auf 15 cm. So. Jetzt müsste alles eingeblendet sein und jetzt gehe ich auf Herstellen. Jetzt gucken wir uns kurz die Matten an, dass es auch wirklich stimmt. Eigentlich könnte ich neues und 2022 auch aufdrehen, aber passt schon, ich lasse das jetzt so. Das wird der weiße Glitzer-Cardstock sein. Die nächste Matte ist der schwarze Glitzer-Cardstock. Dann kommt das, was ich aus den Plastik-Sheets ausschneide, 4-mal. Dann das, was ich aus der schwarzen Vinylfolie ausschneide, 4-mal. Dann das, was ich aus der Gold-Vinylfolie ausschneide, 4-mal. Und dann noch das, was ich mit dem Gold-Glitzer-Karton ausschneide. Das passt alles wunderbar. Können wir weitergehen. Ich mache das nachher im Schnelldurchlauf, damit ich euch da nicht die ganze Zeit sagen muss, ne, laden, entladen und schneiden. Deshalb zeige ich euch hier kurz die Einstellung, die ich verwende, um das zu schneiden. Ich habe mir selber ein Material angelegt, das ist dieses Vinyl Heavy Gold. Das ist die Gold-Vinylfolie, weil Vinyl schneide ich normalerweise mit der ganz normalen Cricut-Material-Vinyl, aber das hier ist extrem stark und deshalb schneide ich mit einem 150er Druck und das werde ich mit dem schneiden und dann habe ich auch noch ein separates angelegt für meine matte schwarze Vinylfolie, weil ich gemerkt habe, dass ich da immer wieder Probleme hatte. Alle anderen Vinylfolien funktionieren ziemlich gut mit der, aber hier mit der matten hatte ich auch so ein bisschen ein Problem und deshalb habe ich mir eins angelegt mit einem 125er Schneidedruck. Dann habe ich eins auch angelegt für mein 200 Gramm Papier. Dafür verwende ich das hier, 220 Gramm. Das schneidet mit einem Druck von 290. Und eigentlich dachte ich, ich hätte eins angelegt für meine Plastik-Sheets. Gehen wir mal gucken. Ja, das hat einfach kein Favorit
das hier. Und ich zeige euch kurz, wie ich das eingestellt habe. Das hat einen Schneiderdruck von 350 und schneidet 3-mal mit der normalen Klinge. Gut, genauso schneide ich nacheinander. Das heißt, ich gucke mir einfach immer, was er mir hier anzeigt und dementsprechend werde ich das Material auswählen und das schneide ich jetzt alles. Ja, und das mache ich im Schnelldurchlauf. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when, way back when, way back when. Remember when my father taught us how to play guitar, and we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far, but after a week or so it all just fell apart. But we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time right now, way back when we did. So, ich bin jetzt mit allem durch und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den kleinen an. Na, da habe ich hier meine Plastik-Sheets. Die habe ich nochmal gewaschen. Ne, wirklich, weil die Spitze geht ja dann ins Essen rein, von dem her ich will dann nicht, dass da irgendwie Klebe, Rückstände oder irgendwas drauf ist. Von dem her die einmal gereinigt und wenn ich dann durch bin und bevor ich die wirklich verwende, werde ich die Spitze dann auch nochmal reinigen, damit das wirklich alles food safe ist und ich das dann in die Cupcakes reinstecken kann. Dann haben wir hier Goldfolie. Die schwarze Folie habe ich noch nicht ganz entgittert, weil ich mache das jeweils so, wenn ich so filigrane Teile habe, dass ich nur die Innenteile alle rauslöse. Dann nehme ich schon die Übertragungsfolie mit der da drauf. Dann streiche ich das Ganze fest mit dem Rakel. Dann löse ich die Abdeckung hinten und erst jetzt löse ich die Vinylfolie, die ich nicht brauche, also die Teile, die ich nicht brauche, weil so bleiben mir die kleinen Teile wunderbar auf der Übertragungsfolie haften. Das geht massiv einfacher so zum Entgittern. Ja, so habe ich die ganzen Teile drauf. Jetzt kommt das hier auf die Goldfolie. Ne? Und es geht jeweils einfacher, wenn ihr ein Stück Backtrennpapier nehmt, eure Folie quasi hier eine Überlappung. Wenn ihr da eine Überlappung habt, dann könnt ihr das Ganze jetzt einfach mal schön ausrichten. Dann kann ich das hier oben festmachen.
Backtrennpapier wieder wegnehmen, weil die Vinylfolie da nicht wirklich drauf klebt. Und dann das Ganze drunter streichen. Das Streichen, so dass meine schwarze Vinylfolie jetzt auf der Goldfolie haftet und die Goldfolie auch auf der Übertragungsfolie. Voilà. Dann wieder Backtrennpapier. Dann nehmen wir hier das erste Element. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera. Jetzt muss ich selber gucken, dass ich das sehe. Ich nehme hier kurz einen Resten von meinem weißen Papier. Jetzt sehe ich es vielleicht noch ein bisschen besser. Drauflegen. Backpapier wegnehmen. Unterstreichen. Und jetzt müsste sich auch die Übertragungsfolie lösen lassen. Könnt ihr da immer das nochmal feststreichen, wenn es sich noch ein bisschen hochgehoben hat. Et voilà. So habt ihr wunderbar so einen kleinen Aufstecker, den ihr irgendwo draufstecken könnt als Verzierung. Das mache ich jetzt mit allen von denen. Et voilà, schon haben wir hier unsere 4 Cake Topper, die ihr natürlich so gestalten könnt, wie ihr das gerne möchtet. Aber ist doch eine coole Sache. Dann beim anderen Projekt habe ich euch etwas unterschlagen. Und zwar, ich habe vom Weißen, das heißt die Ebene, die dritte Ebene, die hinterste halt einfach, die habe ich nochmal ausgeplottet. Und zwar eben mit diesem 200 Gramm Cardstock, weil die Seite vom Glitter Cardstock, die klebt nicht so wirklich gut. Und deshalb mache ich da auf jeden Fall ein weißes Papier dahinter. Das heißt, das weiße Papier habe ich nochmal in derselben Größe ausgeschnitten wie das hinterste Element. Und damit es hier hinten dann nicht weiß ist, habe ich nochmal in Gold das ausgeschnitten, aber diesmal das Element einfach gespiegelt, ne, bevor ich es ausgeplottet habe. So kann ich das wunderbar hinten drauf bringen. Dann ist es hinten goldig und vorne dann fängt es mit weiß an, dann Gold, dann schwarz. Ne? Das ist die Idee. Und was ich auch gemacht habe, ich habe die beiden Sachen behalten, wo ich die Schrift ausgeplottet habe, einfach auf Schablone, damit ich das Ganze dann ein bisschen besser platzieren kann, weil ich nicht mehr genau weiß, welche von diesen kleinen Teilen dann wo hinkommt. Aber das gucken wir uns an. Ich habe gerade gemerkt, dasselbe kann ich eigentlich auch mit Weiß machen, damit dann die Einzelteile hier ich die auch richtig aufeinander bringen kann. Es geht natürlich immer einfacher, wenn ihr Sachen habt, die zusammenhängen. Dann müsst ihr das dann nicht einpassen, aber naja. Ich wollte jetzt dieses Design und nur so zum Sagen, ne, falls ihr keine Geduld habt, das was am längsten gedauert hat, war diese Pünktchen hier aus den Buchstaben auszuschneiden, weil eine Glitter Cardstock geht ja natürlich 3-mal drüber. Ne? So, jetzt haben wir hier unser Papierröhrchen und meine Idee ist es, dass ich diesen weißen Cardstock hier quasi wie drauf schieben kann, damit der Teil dann in den Kuchen kann und das ein bisschen stabiler ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch mit 2 Röhrchen machen. Ich mache das jetzt mit einem. Das heißt, ich nehme hier einfach ein scharfes Messer mit einer scharfen Klinge und schneide das jetzt einfach in der Hälfte auf. Ihr könnt sowas natürlich auch mit einem Plastikröhrchen machen. Ich würde das Papierröhrchen einfach nicht zu früh dann in den Kuchen reinstecken, sondern wirklich erst kurz bevor ihr den serviert.
weil je nachdem, was ihr für eine Füllung im Kuchen drin habt, kann das natürlich, kann sich das so ein bisschen auflösen. Ne? Das wollt ihr natürlich nicht, von dem her. Aber wenn ihr das kurz vor dem Servieren da drauf steckt, sollte da eigentlich nichts passieren. Oder eben ihr nehmt Holz anstatt dem Papierröhrchen oder was aus Plastik. Jetzt kann ich diesen Teil hier draufkleben. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich das dann auch richtig mache. Ne? Das hier ist unten. Dann mache ich hier schon mal Kleber rein und lege das hier so mittig quasi drauf. Und so, dass es schön gerade hochgeht. Und dann klebe ich auch noch die andere Seite fest. Das ist kein Thema, wenn hier Kleber rausquillt, weil der Teil kommt ja nicht in den Kuchen. Ne? Also der kommt ja mit dem Essen nicht in Verbindung. So, dann als nächstes klebe ich die nächste Ebene, die klebe ich direkt drauf. Noch die richtige Seite erwischen. Das ist diese hier. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass das mit dem Flüssigkleber nicht klebt. Dann nehmen wir Doppelklebeband. My friend, way back when we were higher than the ceiling. Dann können wir den passgenau drauf bringen. Middle fingers to the sky, way back. Dann haben wir hier Gold für die andere Seite. Das mache ich auch mit Doppelkleber. Dann kommt das auf die Rückseite, auch wieder schön passend. Ich merke gerade, je mehr Gewicht ich drauf mache, das könnte sein, dass das dann nicht stabil genug ist. Dann kann ich immer noch ein Holzstäbchen reinschieben, aber das Papier geht halt einfach einfacher, dass es hier oben mal klebt. Aber ich kann jetzt immer noch, um das ein bisschen zu stabilisieren, einen Holzstick hochschieben. Ne? Ihr macht das so, wie ihr das Gefühl habt, dass es am besten für euch funktioniert. So, jetzt haben wir die nächste wäre Gold und dann käme Schwarz. Die beiden Ebenen, ihr könnt die direkt draufkleben. Ich mag das, wenn das so ein bisschen einen 3D-Effekt hat. Das heißt, die werde ich beide mit Dimensionals aufbringen. Wenn nicht, dann müsst ihr, hier sind sie. Mit solchen Klebepunkten. Und deshalb geht es einfacher, wenn ich jetzt den Schriftzug drauf bringe. Wo haben wir es? Ich brauche eine 2. Eine 0. Eine 2. Und nochmal eine 2. Brauche ich noch nicht mal eine Schablone, man sieht es wirklich ziemlich gut, wo das hin muss. Und das versuche ich jetzt mit Flüssigkleber drauf zu bringen. Back when 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. Bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't
wanna go. Wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Oh, this is everything, with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything, with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything, with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. So, das war jetzt doch ein bisschen eine filigrane Arbeit, aber ihr seht es jeweils schon relativ gut aufgrund des Offsets, wo ihr das Ganze platzieren müsst. Hier unten beim 2022 ging es gut. Auch das Jahr, na, wenn man weiß, ich habe zuerst versucht, das Frohes hier unten zu platzieren. Nicht ganz sinnvoll, aber naja. Bei Neues, da hat es wirklich geholfen, dass ich die Schablone mitverwendet habe und dann auch diese filigranen Teile, damit ich überhaupt wusste, welches wohin kommt. Aber so haben wir das Ganze zusammengesetzt und jetzt können wir die ganze Geschichte noch fertig zusammensetzen. Das heißt, hier hinten kommen massenhaft Klebepunkte drauf. You better tell the truth real fast. Ihr könnt das wie gesagt auch direkt drauf machen. Ich finde einfach, es gibt ein bisschen mehr her, wenn man da noch so ein bisschen Dimension drauf gibt. Na, dann habt ihr hier so eine schöne Abstufung auch. Und dasselbe mache ich mit dem. So. Dann haben wir eigentlich auch schon alles zusammen. Hier, ne? Den Cake Topper. Na, wenn der nicht glänzt wie Bulle, dann weiß ich auch nicht. Die Rückseite eben schön Gold. Und ich habe tatsächlich einen Holzstick reingemacht, damit der ein bisschen stabiler ist. Und dann schön mit Weiß, Gold, Schwarz gearbeitet. Und dann eben unsere kleinen, die ihr zum Beispiel für Cupcakes verwenden könnt, um die da reinzustecken. Ne? Auch die schön glänzig. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Und das ist tatsächlich schon das letzte Video fürs 2021. Ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich, dass ihr so lange mit dabei schon seid. Das sind für mich jetzt doch tatsächlich schon 2 Jahre. Und für eure ganz, ganz vielen lieben Kommentare. Das freut mich wirklich jedes Mal super. Und natürlich auch für eure Fragen und Ideen, die ihr habt. Und
Ich wünsche euch jetzt einen ganz guten Rutsch. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns eben im 2022 wieder mit ganz vielen neuen Ideen. Macht's gut, bis bald! Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing.